In diesem Video möchte ich euch auf eine Zeitreise ins Jahr 1993 mitnehmen und mit euch ein echtes Stück Tabletop-Geschichte auspacken. Und zwar die damalige Grundbox bzw. 2-Spieler-Starterbox von Warhammer 40k, also die legendäre zweite Edition. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Vor wenigen Tagen besuchte ich meinen Vater, der in zweiter Ehe für weiteren Nachwuchs gesorgt hatte, um ihm im Haus bei einigen Dingen zu helfen. Beim Aufräumen im Keller stieß ich dann auf diesen Karton, der randvoll mit Miniaturen, Büchern, Markern und Farben gefüllt war. Was für ein Schatz! Mein jüngerer Bruder wollte wohl in den 90er Jahren mit dem Tabletop-Hobby starten. Entsprechend charmant ist es nun, sich knapp 30 Jahre später den Inhalt dieser Box anzuschauen. Denn zur ersten Edition von Warhammer 40k kam 1987 nie eine solche Box heraus. Es gab lediglich das Regelbuch mit dem Zusatz Rogue Trader und gesonderte Miniaturen in Blistern und kleinen Boxen. Somit war dieser riesige Karton 1993 nicht nur der Startschuss für die zweite Warhammer 40.000 Edition, sondern auch die Blaupause für die mittlerweile üblichen Starterboxen zu diversen Games Workshop Tabletop Spielen. Ich selbst habe Warhammer 40.000 übrigens noch nie gespielt, nicht mal eine Partie oder Demo. Dennoch bin ich quasi mit dem White Dwarf Magazin aufgewachsen und hatte schon in den 80er Jahren einige Games Workshop Figuren. Entsprechend interessant finde ich es, mir die alten Modelle anzuschauen, denn so hat quasi mal alles angefangen. Relativ grobe Plastikfiguren, die aus einem Stück oder nur aus ein paar Bauteilen bestanden. Meistens war das ein großer Körper, der dann mit verschiedenen Armen oder Waffen individualisiert werden konnte. Auch die Spritzgussqualität und die Position der Figuren in der Form waren noch nicht auf dem heutigen Niveau, wie man unschwer an diesen Gussgraten sehen kann. Aber wenn erstmal unverdünnte Farbe auf dem Modell war, fiel das eh nicht mehr auf. Ja, so war das damals. Auch die Regelhefte bzw. Bücher waren noch ganz anders aufgemacht. Die meisten Seiten waren noch schwarz-weiß, nur der Umschlag und einige wenige Seiten waren farbig. Darauf waren dann natürlich Figuren und Spielszenen zu sehen, die Lust auf Sammeln und Spielen machen sollten. Ich bin übrigens ein Riesenfan von solch alten Artworks und Fotos, denn an ihnen sieht man ganz klar, wie sehr sich unser Hobby entwickelt und verändert hat. Was 1993 zum Beispiel eine Top-Bemalung war, würde heute auf Instagram wohl kaum noch Likes erhalten. Außerdem animierte Games Workshop damals noch zu Umbauten und Basteln eigener Geländestücke. Dieser herrlich kreative Aspekt ist leider über die Jahre zugunsten bestimmter GW-Produkte verloren gegangen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Zeitreise gefallen und ihr konntet ebenfalls herrlich in Erinnerung schwelgen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr ins Hobby eingestiegen seid und welche Dinge euch von damals noch im Gedächtnis geblieben sind. Ich überlege derweil, was ich mit dieser Box bzw. den Oldschool-Minis anstelle. Wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.